Wir erreichen den Alaska Highway. Wir sitzen jetzt hier an dieser Tankstelle, haben die Bikes wieder aufgefüllt. Das Lustige ist ja auch, Norman guckt auf die Uhr und sagt, oh, es ist ja erst 17 Uhr. Und ich denke mir so, hä, das war doch vorhin schon 17 Uhr, als wir hierher gefahren sind. Ich gucke auf meine Armbanduhr, es ist 18 Uhr. Wir sind schon wieder, ohne es zu wissen, durch irgendeine scheiß Zeitzone geballert. Es hat total überraschend, Mensch, schon wieder die Uhrzeit verstellt. Aber ich weiß, dass das jetzt wirklich das letzte Mal war, weil jetzt sind wir so weit westlich. Ich hatte einmal auf diese Karte drauf geguckt, da sieht man halt, dass wir wirklich jetzt in der letzten Zeitzone sind. Kann erreichen. Das überprüfe ich erstmal. Wir sind gerade in der Rocky Mountain Normalzeit. Oh, die hat auch richtig gute. Ich will hier doch nur mein Eis genießen. Man kennt's, wenn's hängt, dann. Nee, guck mal, da kommt noch eine durch. Echt jetzt? Coole Junker, wir sind jetzt hier. Klar, Alaska hat nochmal eine andere. Das Navi sagt, in 1411 Kilometern rechts abbiegen. So schnell scheint hier also nichts mehr zu kommen. Der Alaska Highway ist eine über 2200 Kilometer lange Straße, die vom kanadischen Dawson Creek bis ins US-amerikanische Delta Junction in Alaska führt. Tatsächlich gab es bis 1942 keine Straße, die von den USA nach Alaska geführt hat. In den 1930er Jahren haben zwei junge Männer aus Alaska sich mit Motorrädern durch den Busch gekämpft und sind einmal von Fairbanks nach Seattle gefahren, um die Notwendigkeit einer solchen Straße zu unterstreichen. Erst 1942, aufgrund des Zweiten Weltkriegs und Alaska als möglichen militärischen Stützpunkt, hat die USA dann den Bau einer Straße durch Kanada nach Alaska in Auftrag gegeben. Diese wurde tatsächlich auch noch im selben Jahr fertiggestellt. Die Bauzeit ging von März bis Oktober 1942. In den nächsten Jahren wurde die Straße dann asphaltiert und endgültig 1960 für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Seitdem ist der Alaska Highway die Verbindung schlechthin von den Lower 48, also von der großen USA, nach Alaska und das Gateway für jeden Reisenden, der in den hohen Norden möchte. Der Alaska Highway führt auch nicht nur über unzählige Flüsse und Seen und Täler, sondern unter anderem auch durch 3 Zeitzonen. Und zu jeder Pause, die wir machen, gehören Liegestütze mit dazu. Du auch. Nee. Komm. Mach keine Liegestütze. Faule Sau. Ich kann dir helfen, effizienter zu sein. Oh. Los, hoch! Alter, das sind die Motorradklamotten. Ja, wag es dir nicht zu sagen, ich wäre dick. Oh. Hier mal ein kleiner Einblick in die typischen großen Baustellen des hohen Nordens. Tatsächlich müssen die Straßen hier andauernd repariert werden, da durch den Permafrost der Boden immer wieder aufweicht und die Asphaltdecke bricht. Um die Baustellen so effizient wie möglich zu halten, sind das nicht mal eben nur 100-200 Meter Abschnitte mit kleinen Schlaglöchern, die geflickt werden, sondern wir sprechen hier wirklich von 30 bis 50 Kilometern durchgängige Baustelle. Während der Wartezeit hält dann ein Baustellenmitarbeiter mit einem Stoppschild die wartende Menge in Schach. Denn ihr könnt euch vorstellen, bei mir ist auch schon der ein oder andere Geduldsfaden geplatzt. Es sind bis die ungefähr 5 Stunden, wenn es jetzt 3 Eltern gefahren. 3. Kann nur nicht lachen. Da kommt bestimmt noch ein LKW. Ja, warum müssen wir auch warten? Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber durch den geringen Verkehr und auch der geringen Anzahl an Menschen, die dort leben und arbeiten können, werden die Baustellen eben immer im großen Stil gehalten. Das heißt, die Straße wird aufgerissen, es gibt eine große Schotterdecke und der Verkehr verläuft einspurig. Das führt natürlich zu teilweise sehr langen Wartezeiten. Man fährt auch nicht selbst durch die Baustelle, sondern wird von einem sogenannten Pilot Car durch diese Baustelle geführt. So, das wird unser Campingplatz hier, unser Campingspot.
Das Ding ist hier voller Mücken. Und direkt vorne am Platz war auch ein Schild, dass es hier eine Bären-Area ist. Also, Ja, Safety first. diesmal sind wir schlauer. Und ich klemme mir das Ding gleich mal in die Hose. Definitiv. So, alles abgebaut. Jetzt geht's los. Wohin fahren wir heute eigentlich? Dawson City. Dawson City, das erreichen wir? Nee, es sind noch 1400 Kilometer. Wie viel sind's? 1400. Oh, okay. Vielleicht kommen wir heute bis nach... Nee, Watson Lake auch nicht. Das waren auch irgendwie 600. Okay, also irgendwo mitten im Nirgendwo werden wir anhalten wieder. Das hört sich doch nach einem Plan an. Aber wir fahren heute in den Yukon. Ah, wir fahren in den Yukon. Sehr gut, sehr gut. So beginnt der Tag doch gut, ne? Erstmal rein in eine Baustelle. Man sieht die Leute schon, wie sie hier draußen rumlaufen. Das heißt, sie stehen hier schon eine Ewigkeit. Ja, das beruhigt mich, dass es nicht so mitfallen, weil es steht noch jeder, der wenn du anreist und nicht sofort rot. Du weißt, wie gut, also heute schaffe ich nicht mehr rüber. Ich kann das Zelt hier aufbauen. Die einzige Grünphase des Tages ist schon erledigt. Ich sag dir jetzt schon, klapp deinen Seitenständer aus, ruh dich aus, entspann dich. Ich kann ja mal absteigen, mir die Sache angucken hier. Ist ja Zeit. Die Leute gehen mit ihren Hunden Gassi. Vor allem, ich meine, es sind jetzt hier, keine Ahnung, 7 Autos und man würde sich jetzt so denken, ah, müssen wir übertrieben, dass wir aussteigen. Ja, aber das ist der Verkehr von einer Stunde wahrscheinlich hier. Wer weiß, wie lange wir schon warten. Ja. Jetzt geht's jeden Moment los und wir mussten nicht mal lange warten, voll praktisch. Okay. Hm? You both need gas? Ja. Die Tankstellen werden auch immer interessanter hier. Warte, ich helfe dir mal. Cosmo kriegt mal das Navi. Und kriegt denn jetzt Cosmo das Navi? Einfach zusammendrücken. Genau. Ja, ich habe nämlich Schulterschmerzen, die werden irgendwie von Tag zu Tag schlimmer und ich weiß nicht, ob das an Wanders tiefer Sitzbank liegt, in der Verbindung mit dem Lenker, dass ich nicht weit genug vorne sitzen kann. Und deswegen fahre ich jetzt mal Cosmo eine Weile und gucke, ob es bei ihm besser wird. Und da ist nämlich die Sitzbank ein Stückchen höher und du hast noch ein schönes weiches Fell oben drauf. Ah, das ist trotzdem knochenhart, die Scheiße. Ja, Cosmo hat leider nicht die beste Sitzbank, ne? Im beschaulichen Örtchen Watson Lake gibt es dann den Signpost Forest zu bestaunen. Dieser hat eine sehr enge Verbindung mit dem Alaska Highway, denn damals beim Bau wurde eines der Meilensteinschilder beschädigt. Einer der Bauarbeiter wurde dann damit beauftragt, ein neues Schild zu bauen und dorthin zu platzieren und hat sich entschieden, dieses Schild zu personalisieren. Er hat also aus den USA, aus seiner Heimatstadt Denver, ein Ortsschild mitgebracht und an dem besagten Meilenstein angebracht. Seitdem ist es zu einem Brauch geworden, dass viele Reisende Ortsschilder oder Nummernschilder oder personalisierte Schilder mit nach Watson Lake bringen, um diese in diesem Schilderwald anzubringen. Der Wald zählt mittlerweile über 80.000 Schilder aus fast allen Ländern dieser Welt. An dieser Stelle hat das Mikrofon unserer GoPro leider seinen Dienst quittiert.
Was wir aber eigentlich sagen wollten, ist, dass wir am Abend an diesem See angekommen sind, der eigentlich eine Day-Use-Area ist, also eine Art Freibad, nur für Tagesnutzung. Wir haben dann draußen gewartet, bis alle Tagesgäste weg waren und haben dort unser Zelt aufgeschlagen. Das Baden konnte ich leider nicht so wirklich genießen, da das Wasser super kalt war. Aber sobald man aus dem Wasser rauskam, gab es ein ganz anderes Problem, nämlich die unzähligen Mücken.